Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und wir sind gerade, wie ihr es sehen könnt, aufgestanden. Ja, die Stadtwache ist durchgelaufen und wir erledigen unsere alltäglichen Aufgaben mal wieder hier in diesem niemals endenden Spiel. Ja, ich habe wieder einen Dungeon-Gegner besiegt und der Kampf wurde wieder nicht gespeichert. Ja, allerdings habt ihr mir vielen lieben Dank dafür nochmal unter dem letzten Video, als ich den letzten Dungeon besiegt hatte und der Kampf wieder nicht gespeichert worden ist, einen Tipp gegeben, wie man das Ganze umgehen kann oder besser gesagt, ja, wie man diesen Kampf zurückholen kann, wenn er nicht gespeichert wird. Ihr seht es schon, war das hier gewesen? Ich weiß, ich glaube, nee, Schauron Schlund? Nee, Schauron Schlund hatten wir schon. Ich glaube, das war in der Zauberschule hier. Genau, da stehen wir jetzt vor dem letzten Gegner und ja, ihr habt da tatsächlich mehr oder weniger meinen Arsch gerettet. Vielen lieben Dank dafür, denn wie gesagt, der Kampf wurde leider nicht gespeichert und ja, was kann man dagegen unternehmen, was kann man da machen? Ich hatte denn das so gemacht, wie ihr mir das gesagt hattet, also das niedliche Schoßtier hatte ich besiegt gehabt. So, wurde aber nicht gespeichert leider hier, so, ne, also wurde hier nicht angezeigt. Dann habt ihr mir geschrieben gehabt, man solle einfach mal einen Arena-Angriff direkt danach machen und diesen Arena-Angriff dann speichern, also ein Häkchen reinmachen und speichern. Ja, und das hat tatsächlich dann geklappt. Dann wurde der Arena-Angriff gespeichert plus der Kampf von der Schattenwelt, also von dem Dungeon-Gegner, den ich besiegt habe. Ja, der vorher verschollen war. So, ist wieder da. Dankeschön. Dafür können wir jetzt hier uns diesen Kampf anschauen. Sonst hätte ich das natürlich wieder nicht gewusst. Gestern Abend ist das passiert hier mit dem, mit dem Versuch. Hier vorher hatte ich noch ganz kurz nur noch mal einen sehr knappen Versuch gehabt gegen das niedliche Schoßtier. Den wollte ich euch auch noch mal zeigen, weil der war wirklich extrem knapp gewesen. Und ja, sah erst gar nicht so aus, weil die Kunigunde hat nicht viel rausgehauen. Aber ich habe dann 3 Crits rausgebracht und ja, das hat dann leider nicht gereicht. So, dann sind wir hier rüber zum niedlichen Schoßtier und haben dann ihn hier nochmal probiert. Bertram, na gut, Marquardt, hat ganz gute Arbeit eigentlich erledigt. Und die Kunigunde hat dann hier wirklich, muss ich mal so sagen, mal wieder eine Glanzleistung hingelegt. Ja, irgendwie Kunigunde entweder total Trash oder sie ja, ist hier Top of the Game. Ja, aber niemals so ein Mittelding. Das war halt ganz gut gewesen. So, dann haue ich hier noch 2 Crits raus und wir bekommen hier diese super geile Kundschafterwaffe. Ja, das ist einer meiner Lieblingskundschafterwaffen neben dem Borkenknorker. Ja, weiß vielleicht der ein oder andere, ist das hier meine Lieblingswaffe für den Kundschafter und die haben wir bekommen. Und die hat auch sehr gute Stats, ich zeige die euch gleich mal. Vorher muss ich aber mal, das habe ich gestern Abend nicht mehr geschafft, wollte ich das hier mal auf 5000 hochhauen. Hier, zack. Lohnt sich nicht wirklich, irgendwie so, ne? Also ist, ja, das Ding hier zum nächsten Breakpoint zu bringen, ist, ja, weiß ich nicht, lohnt sich nicht so wirklich. So, gut, den Rest stecken wir jetzt hier wieder rein, weil das lohnt sich bedeutend mehr. Wenn man jetzt tryhard unterwegs sein will, könnte man jetzt auch schon wieder opfern, aber mache ich jetzt nicht. Guten Morgen, ja. Und dann schauen wir mal, Würfelspieler, hier, Kristalle vielleicht, nö, hier, was hast du hier? Geschick. Okay, ja, wir sind heute wieder sehr ungeschickt hier am Start, deswegen machen wir das Ganze mal so. Den Rest skillen wir hier in Intelligenz rein, zack, wie sich das gehört und nehmen uns hier die Erfahrung mit. Drehen hier am Glücksrad und ja, ich zeige euch jetzt mal die Waffe. Die ist wie gesagt sehr, sehr nice und die werde ich wahrscheinlich auch, die werde ich wahrscheinlich auch verwenden für meine Kundschafter. Ich muss mal schauen, also ich bin hier momentan gerade, ihr seht, der Trend entwickelt sich dahin, dass ich hier mir ein paar Waffen stacke, hier ein paar Gürtel, ja, ein paar Roben sind hier am Start, aber ja, momentan sieht es dann eher so aus, als ob ich hier, ja, zu Waffen mehr so hin tendiere. Ja, vielleicht Waffen und Gürtel. Mal schauen, wie es weitergeht. So, das werfen wir dann erstmal weg und jetzt zeige ich euch mal die Waffe hier. So, wir gehen einmal zum Kundschafter hier, damit wir das gleich vergleichen können. Wir haben hier eine Dreier-Attributswaffe. Ne? Habe ich mir sowieso schon überlegt, ob ich das der Kunigunde nicht wieder geben soll. So, dann, ja,
müssen die YouTuber, der Gegner halt ein bisschen länger auf sich warten, so, ne? Weil, wie gesagt, da ist ja dann der Schaden eher entscheidend als jetzt hier das Leben. Da bringt mir das Leben nicht mehr. Aber, ja, ganz ehrlich, dann probiere ich halt die anderen Gegner hier und dann ist das gut. Vor allen Dingen, was halt mich, davon überzeugt, diese Waffe zu nehmen, ist halt der Blitzschaden, so. Der ist halt unglaublich nice. Ich weiß, könnten wir auch wechseln, theoretisch, aber gucken wir auch mal auf die Waffe, dann sehen wir, dass die im Durchschnittsschaden 41 mehr macht. Also die macht im Durchschnitt 41 Schaden mehr als als der Bogen hier. Ich meine, die Spanne ist ungefähr gleich, also von daher, da brauchen wir nicht so viele Abstriche machen, ja. Im Gegensatz zu dem ein oder anderen Virustest, der hier gerade im Umlauf ist. Ja, und deswegen fügen wir mal hier einen Sockel hinzu. Leider habe ich keinen Dingsstein. Keinen Dingsstein habe ich nicht. Kein Geschickstein. Den hätte ich noch ganz gerne gehabt, weil ein bisschen mehr Schaden wäre schon nicht verkehrt, denke ich mal. Aber wir wechseln das erstmal und dann bekommt die hier einen schwarzen Edelstein so lange rein. Den möchte ich hier. Möchte ich den vielleicht auch behalten? Ich weiß es nicht. Ich meine, wenn ich die Edelsteingewinnung mache, kriege ich ja auch meine Ressourcen wieder. Mal gucken, wir schauen mal, was haben wir hier für Steine. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich glaube, also für die anderen Dungeons hier, also abgesehen jetzt von diesem hier, ne, wo es halt wirklich nur darum geht, möglichst viel Schaden zu stacken, ist es, glaube ich, für die anderen Dungeons tatsächlich eher von Vorteil, wenn meine Kunigunde ein bisschen mehr Leben hat, weil sie doch den ein oder anderen Treffer schon überlebt. Und ja, das könnte vielleicht dazu beitragen, wenn sie hier noch einen schönen schwarzen Edelstein mit dazu bekommt. Ja, ich glaube, ich gebe ihr mal den Edelstein hier. Machen wir es einfach mal. So, 4-mal, warte mal, was haben wir hier eigentlich investiert an nochmal Gegenstand? Ach, wir bekommen hier gar keine Kristalle wieder hier, okay. Stimmt, aber ist ja auch eine normale Waffe, mal gucken. Ist das neu hier? Die Waffe hat keinen Verkaufspreis? Ach ja, stimmt. Dadurch, dass sie ja schon durch die Toilette gespült worden ist, ja, bekommen wir ja da eh nichts mehr wieder. Also wenn du sie verbesserst, sind investierte Schmiederessourcen nicht mehr erstattbar. Gut, ja, weiß ich nicht, machen wir vielleicht 3-mal? Wir machen erstmal 2-mal, mal schauen. Ist natürlich auch wieder deutlich weniger Schaden als jetzt hier dieses 4-mal verbesserte. Komm, wir machen noch 1-mal. So, 1-mal machen wir noch. Aber ist ja auch klar, auf der einer Attributswaffe bekommt man eh mehr Schaden raus, wenn man die halt öfter verbessert, als auf der Waffe hier. Ne? Ist natürlich klar, weil das eine 3er-Attributswaffe ist. Da gehen die Attribute halt auf alle 3 über. Hier ist es halt nur der Geschicksschaden, der da hochgepusht wird. Wir zerlegen das Ding. Ich glaube, es ist die bessere Entscheidung, wenn wir hier die Kunigunde mit der Waffe rumlaufen lassen. Vor allen Dingen halt, wie gesagt, mit dem Runenschaden ist das schon ziemlich entscheidend. So, hier brauchen wir das nicht verzaubern und der Rest ist soweit verzaubert. Ja, außerdem gefällt mir auch die Waffe optisch sehr gut, was für mich auch nochmal einen hohen Stellenwert hat. An der Stelle auch mal erwähnt, ja. Und deswegen ist das auch ganz nice. So, jetzt gucken wir, dass wir vielleicht nochmal eines Tages für die anderen Begleiter nochmal eine schöne neue Waffe bekommen. Gucken wir einfach mal, was denn so die Zeit denn dazu so sagt. Wir gehen nochmal ganz kurz in die Dungeons rein. Ja, ich möchte nochmal ganz kurz gucken, wie der nächste Gegner hier aussieht. Du weißt schon wer. Da haben wir hier einen Intelligenzgegner, okay. Da wäre vielleicht Schaden wieder vom Vorteil gewesen. Mal gucken, die Kunigunde. Obwohl die Kunigunde hält vielleicht auch 1-2 Hits aus. So. Aber Intelligenzgegner eigentlich gar nicht so verkehrt. Aber ihr seht, der hat viel Intelligenz. Ich mache halt nicht so viel Schaden gegen ihn. Kommen wir mal bei den nordischen Göttern vorbei. Wie gesagt, bei diesen ganzen Gegnern, die halt sehr viel Leben haben und wenig Schaden raushauen, da ist es eigentlich tendenziell eher besser, ja, Waffen zu nehmen, die halt, ja, 3er-Attributswaffen, weil die halt, wie gesagt, die Begleiter auch wirklich noch den ein oder anderen Treffer überleben können. So, ihr seht das hier, da ist einiges möglich. Kann die Kunigunde noch vielleicht mal ein paar Mal ausweichen. Und ja, wie gesagt, der Durchschnittsschaden war besser von der Waffe und der Runenschaden war deutlich besser auch davon. Und deswegen bin ich da eigentlich guter Dinge, dass wir
mit der Waffe overall den besseren Deal hier abgeschlossen haben. So, die Gegner sind natürlich noch jenseits trotzdem von Gut und Böse hier, weil die halt unmenschlich viel Leben haben. Das ist ja, wie gesagt, das sind halt die letzten Gegner hier so, ne? Und ja, da kann man das schon mal machen. Aber der Marquardt gibt sich hier auch Mühe. Oha, sogar ein gar nicht so schlechter Versuch. Ja, Kunigunde sieht man natürlich fast gar nicht, dass sie hier irgendwie Schaden raus... Oh, na gut, so ein Crit sieht man schon. Aber die muss natürlich auch ordentlich einstecken hier, ja, wenn sie nicht ausweicht gegen die Medusa. Aber im Großen und Ganzen halten wir mal fest, wenn ich jetzt ein bisschen mehr critten würde, wäre die Kunigunde noch ein bisschen öfter ausgewichen. So, ich meine, guck mal, wir haben jetzt hier fast gar keinen Crit rausgehauen. Hätten wir jetzt noch 2, 3 Crits mehr gehabt von mir jetzt, dann wäre der schon möglich gewesen. Kunigunde vielleicht noch 2, 3 Mal mehr ausgewichen. Ja, da sehe ich uns auch drin in der Medusa. Ja. Und ja, Schauron Schlund ist auch noch ein bisschen... Ja, es sind alles so eine ähnlichen Gegner irgendwie. Ich meine, der hat halt 2 Milliarden Leben weniger. Aber der haut halt auch ganz guten Schaden raus hier dafür, ne? Ja, schwierig zu sagen, wer jetzt hier als nächstes fallen würde. Ich werde mich mal erstmal so durchprobieren. Ich werde mal schauen. Schauron Schlund sehe ich hier eigentlich relativ weit vorne, muss ich sagen. Ja, beim Dings weiß ich noch nicht, beim 20. Gegner hier weiß ich noch nicht ganz genau, ob ich da irgendwie ein paar Versuche reinprobieren soll oder nicht. Ja. Ich meine, Magier-Gegner liegen eigentlich wirklich am ehesten so, ne? Aber, ja, schwierig. Ist auf jeden Fall schwer. Müssen wir schauen. Hätte halt gerne mal gesehen, wenn ich jetzt hier mal einen schönen Crit raushauen würde, aber leider ist mir das jetzt noch verwehrt. Hier Marquardt vielleicht einen schönen Crit. Ne, der wird immer weggekrittet. Das kann ja auch nicht angehen hier. So, Kunigunde überlebt 2 Treffer zumindest, ist auch okay. Hat die Chance vielleicht 2, 3 Crits rauszuhauen. Ja, na gut, okay. Gut, ist auf jeden Fall, ja, müssen wir schauen. Wie wir hier weiter agieren. Wir werden jetzt erstmal nochmal einen Arena-Angriff machen, dann auf unser Farm-Equipment wechseln, damit wir hier das ordentliche Potenzial hier ausschöpfen können. Und ja, dann soll es das für die heutige Folge wieder gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es der Fall sein sollte, dann lasst doch gerne einen Kommentar unten. Eine Bewertung dazu da, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.